In dieser Folge jagen wir 2 Tage lang einen perfekten Herbstwelle, finden auf der Suche nach leeren Peaks einsame Traumstrände und wagen uns in einer der schnellsten Wellen, die ich bis dato gesurft bin. We're just gonna get smashed, baby. Und wie das ausgeht, sehen wir in dieser Folge. Perfektes Wetter und ein sauberer Forecast, der sich nicht mit anderen Swells vermischt. 8 Fuß bei 13 Sekunden hat, lockt uns erstmal an die Westküste, wo wir eine Novelty Wave ausprobieren wollen. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Welle für uns oder nach einer, die wir heute surfen können. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal kurz ein bisschen die Sets beobachten, um dann zu entscheiden, ob wir jetzt hier surfen gehen oder nicht. Leider war die Welle ziemlich fett und hatte keine schöne Schulter. Weil ich für so große, fette Wellen nicht das passende Brett im Auto hatte, habe ich mich entschlossen, zur Südküste aufzubrechen und auf dem Weg dahin nochmal einen kurzen Zwischenstopp in Belize einzulegen, denn dort sollte es bei so einem Forecast auch richtig ballern und erfahrungsgemäß sind dann die richtigen Pros auf der Welle, was immer richtig stark anzusehen ist. Teil des Surfens ist es natürlich immer wieder das absolut Unerwartete vorzufinden und in dem Fall absolut unerwartet, dass überhaupt gar keine Wellen an der Südküste ankamen von dem großen Swell. Deswegen haben wir uns auf den Weg wieder zurückgemacht, zwischenrein nach Good Old Mareta, Stadtstrand von Sagres, wo auch schon Andi auf uns wartet. Zu dem Zeitpunkt war ich jetzt schon 2 Stunden auf der Suche, hatte richtig Bock ins Wasser zu gehen, aber ein bisschen befürchtet, dass Mareta total überlaufen sein würde. Aber Leute, wir hatten absolutes Glück. Fast niemand da, richtig gute Bedingungen, was für den Spot ja echt selten ist, dass dann keine Crowd vor Ort ist. Und so hatte er richtig, richtig Spaß. Längs mit reingenommen ins Wasser für eine relativ schnelle Welle, aber gut, um früh in die Welle reinzukommen und einfach hier im Shorebreak ein paar gute alte Mareta-Wellen zu surfen. Und in dem Sinne jetzt erstmal rein ins Edit. So spaßig die erste Session auf diesem neuen Swell war, so anspruchsvoll sollte die zweite werden, aber davon wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts. I'm here with Paolo. Oh, no. Yeah, there you go. We are really up early today and gonna see if we find something good. Yeah, on the other beach it would be like was even faster than this. Here, at least you can ride a bit. Well, Here, kind of. We will see. We're just gonna get smashed, maybe, huh? Yeah. Bei 30 bis 40 km/h Offshore-Wind und extremer Low-Tide erwarteten uns sehr hohle und schnelle, steile Wellen. Wie hohl und schnell und steil, das sollten wir noch im eigenen Leib erfahren. Huh? Yeah, it's refreshing. Woo! Oh, this is going.
An diesem Strand kommen die Wellen aus recht tiefem Wasser und laufen dann auf eine sehr schnell flach werdende Sandbank auf, was den Impact der Wellen besonders stark macht. Ihr müsst euch vorstellen, da steht man in knie- bis hüfthohem Wasser und die brechen nicht weit vor einem. Mit ordentlich Wucht schlagen sie dann ein und schieben ordentlich über die Sandbank. Das heißt, der Paddle-Out hier will richtig gut getimed sein. Ihr könnt ja auch sehen, wie stark die Strömung quasi rückwärts über die Sandbank drüber drückt. Einen richtigen, gut funktionierenden Channel gab es in dem Moment gerade dort nicht. Beziehungsweise war er so schwer zu erkennen, da es eine richtig fette, lange Close-Out-Sandbank war. Ja, dass er einfach Augen zu und durch die Mitte durch, um dort rauszukommen und ins Liner zu paddeln. Das zu dem Zeitpunkt auch noch komplett leer war. Richtig schön. Wir hofften drauf, dass wir ein paar Wellen finden würden, die vielleicht ein bisschen offen bleiben. Durch den starken Offshore-Wind wird das Phänomen, dass diese Wellen dann mit ziemlich viel Wucht einschlagen auf diese flache Sandbank, natürlich nochmal verstärkt, weil der Wind die Wellen bis zum letzten Moment offen hält und sie dann mit voller Wucht sich zusammenfalten übereinander und einschlagen. Der große Vorteil allerdings ist beim Offshore-Wind, was so schön ist, dass das Wasser komplett glatt und glassy ist, sagt man, und man wenige Bumps und Stufen und Stolperfallen in der Line dann hat. So eine Welle zu surfen geht allerdings auch mit einem ordentlichen Risiko einher. Weil man bei jedem Wipeout, den man erlebt, auf eine flache, harte Sandbank geworfen wird, wenn man Pech hat. Zu Beginn der Session war es noch relativ schwer, in die Wellen reinzukommen, in die guten Wellen reinzukommen und diese gut surfen zu können. Das änderte sich aber im Laufe, als ein bisschen mehr Wasser kam und die Tide ein bisschen höher wurde. Und deswegen jetzt erstmal rein in die Session, genießt das Edit, ab geht's. Der Trick bei solchen Wellen, wenn sie nicht ganz komplett auf einmal zumachen, ist, nach dem Takeoff sofort in die Face sich reinzustellen und Geschwindigkeit zu machen. Das ist eigentlich die einzige Chance, die man hat, wenn man diese Welle ein bisschen entlang fahren will. Sonst ist sie einfach viel zu schnell, rast einem davon und lässt einen in den Turbulenzen zurück, wo man dann ordentlich zerstört wird. So Freunde, das war die Session. Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Jetzt am Ende ging's. Schön, dass der Aufschwung zurück ist. So kann Tag starten. Voller Energie. Vielleicht gehen wir später nochmal eine Runde. Wir gucken mal, wir waren jetzt fast 2,5 Stunden im Wasser. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Like die Geschichte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut.